Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen Vlog mit uns. Und zwar nehme ich euch heute mal wieder ein bisschen durch unseren Alltag mit. Heute haben wir nichts vor, wir sind heute zu Hause, beziehungsweise was haben wir nichts vor? Wir haben immer sehr viel vor und zwar ist heute wieder sehr viel Gartenarbeit angesagt und deswegen wollte ich euch auch ein bisschen mitnehmen. Einmal wieder so ein bisschen Gartenupdate. Unsere Tomaten wachsen, alles wächst, Gurken. Wir haben schon meine ersten 2 Gurken haben wir schon gegessen. Die Brombeeren muss ich später pflücken. Dann kriegen wir heute Erde geliefert, denn wir werden wir müssen Rasen machen hier auf der Fläche. Zeige ich euch alles gleich. Genau, nehme ich euch heute mit. Ich habe euch letzte Woche nicht mitgenommen. Eigentlich habe ich da extrem geackert. Ich war so K.O. Und zwar habe ich einmal den ganzen Tag, ich glaube es waren ungefähr 6 Stunden hat das gedauert, meinen Kleiderschrank ausgemistet, aber so richtig radikal ausgemistet und neu alles einsortiert, einorganisiert, weil es ist, habe ich schon beim letzten Mal, ich glaube ich erzählt im Vlog, wir sind ja damals sehr chaotisch umgezogen und dann immer wieder, also alle Kartons waren im Keller und dann immer wieder was hochgebracht und alles so ohne System eingeräumt und genauso war es mit meinem Kleiderschrank. Furchtbar, ganz, ganz schlimm. Und dementsprechend war ich auch schon die letzten 2 Sonntage auf dem Flohmarkt. Ich mache das jetzt, solange das Wetter mitspielt, wirklich jetzt jeden Sonntag bin ich auf dem Flohmarkt. Ich habe am ersten Sonntag habe ich 400 € verdient. Dafür konnte ich dann jetzt endlich meine Kleiderschranktüren, da haben mir ja noch Türen gefehlt, war ja ein Korpus, war ja bei mir offen, weil es dieses Modell, dieses Birkeland, was ich habe von Ikea, das gibt es ja nicht mehr. Das andere also sieht anders aus. Bei Kleinanzeigen habe ich immer wieder gesucht, aber dann waren irgendwie die Griffe anders, also die Bohrlöcher von den Griffen anders, hat nicht gepasst. Naja, habe ich mir auf jeden Fall 2 Spiegeltüren geholt und ein Regalboden hatte mir gefehlt. Für Medium hatten wir noch ein paar Sachen geholt, also es war dann halt ganz gut. Und dann letzten Sonntag war das Wetter nicht so gut, aber trotzdem haben wir 240 € verdient. Dadurch, dass ich jetzt jeden Sonntag so ein bisschen Taschengeld verdiene, konnten wir jetzt so ein paar Sachen kaufen. Ne? Wie gesagt, diese Kleiderschranktüren sind ja auch nicht immer so günstig. Und jetzt hoffen wir, dass wir nächsten Sonntag auch noch mal gut was verdienen, weil Medium möchte halt noch einen neuen Kleiderschrank. Also dass wir halt mit dem Geld eben die Sachen, die noch so zu Hause fehlen, dann kaufen können. Ich schau mal, nächste Woche kann ich mir dann wahrscheinlich auch noch mal einen neuen Staubsauger kaufen. Das ist so ein gutes Taschengeld, also weil unser Keller platzt wirklich aus allen Nähten und wir haben halt sehr viele Sachen und deswegen ist Flohmarkt halt immer so die schnellste Lösung, auch wenn man da, sage ich mal, alles sehr günstig weggeben muss, sonst wird man es einfach nicht los, so ist es auch im Flohmarkt. Trotzdem ist es sehr, sehr schön, dass man eben diesen Ballast los wird und trotzdem ja, ein bisschen Geld hat dann, um ja, die fehlenden Dinge zu besorgen. Ja, und dann, den Tag darauf, hatte ich dann die Küche auch komplett ausgeräumt, neu organisiert, aussortiert, was ich nicht so alltäglich benutze. Da war auch sehr viel Chaos und Unordnung und ich habe so ein, ich zeige es euch einfach später in der Küche. Es sieht auf jeden Fall super, super schön ordentlich jetzt aus. Denn ja, das sind immer so Sachen, ihr wisst, so nach einer Zeit muss man echt mal so hier und da ausmisten. Und in einer Großfamilie ist das halt eben so, dass das dann sehr, sehr schnell ist, dass immer sehr viele Dinge sich anhäufen und so weiter. Und dann muss man wirklich regelmäßig ausmisten. Ja, und dann nehme ich euch heute eben mit. Ihr seht, das ist so mein Gartenlook. Ich bin wie so ein Zombie. Ich schütze mich immer extrem vor der Sonne. Also ich glänze auch. Ich habe ganz viel Sonnencreme drauf und Sonnenhut, weil ja, Anti-Aging und so, ne, Hautkrebs sowieso, aber bei mir ist eher so der Anti-Aging-Faktor, dass ich da immer wirklich, ich rate es auch jedem. Ich habe leider erst ab 30 damit angefangen, aber Sonnenschutz ist extrem wichtig. Ich hatte früher sehr, sehr viele Pigmentflecken. Man dachte immer, das sind Sommersprossen, aber nee, meine Lieben, das waren Pigmentflecken. Und die kommen halt eben auch durch die Sonne. Und das versuche ich zu vermeiden. Genau, deswegen so ein Hut und mein Rücken brennt schon. Ich glaube, ich muss mir aber ein anderes Oberteil anziehen. Zu schwarz in der Sonne geht auch nicht. Naja, erste Aktion ist, die Kinder haben schon gefrühstückt und machen sich jetzt auch fertig. Dann können sie auch raus in den Garten. Und jetzt ist die erste Aktion. Erstmal, ich habe einen Teppich draußen liegen, den muss ich einmal ein bisschen waschen. Ja, und dann schauen wir mal. Ich nehme euch auf jeden Fall heute so ein bisschen mit. Und dann, ja, seht ihr mal, wie so ein Alltag aussieht. So, also das ist hier die Fläche, wo heute Erde, das ist Muttererde, ne, Hikmet? Komposterde, oh, Komposterde kommt hier, damit wir hier endlich wieder die Rasensamen streuen können, damit hier wieder Rasen wächst. Ja, das ist alles hier während dieser Arbeiten kaputt gegangen. Ja, wir haben die Dinger immer noch nicht zu Ende gestrichen. Hier sieht man, hier ist gestrichen, auf der Seite ist nicht gestrichen. Aber hier hatten wir solche Samen gestreut und schaut mal, was für schöne Blumen hier gewachsen sind. Die hatten wir auch von unserem alten Nachbarn bekommen. Einfach nur die Samen und er meinte, da kommen super schöne Blumen und echt sehr, sehr schön.
Hier diese Blümchen. Mal gucken, aber hier muss auf jeden Fall Rasen hin, ne? Und das sieht nicht mehr so schön aus. Also hier haben wir hier unseren Farmers Market. Ich finde das so süß. Mein Mann hat dieses Schild geholt, er fand das so passend und hat das da angemacht. Ich finde es voll süß. Und ich habe so einen Witz gemacht. Ich meinte, da müsste so Roxanas Market stehen. Open, wenn sie anfängt rumzuschreien. So, auf jeden Fall. Hier haben wir unsere Tomätchen. Ich zeige euch mal. Wir haben ja hier verschiedene. Wir haben Sherry-Datteltomaten, normale Sherry-Tomaten, Fleischtomaten. Auf jeden Fall, die sind schon richtig, richtig schön gewachsen. Und ja, jetzt müssen sie nur noch Farbe bekommen und dann können wir die futtern. Aber das ist so, so schön, das mit anzusehen, wie die eben wachsen. Und dann, was haben wir hier? Hier haben wir gelbe Paprika soll es werden. Die ist natürlich noch grün. Aber wo ist sie? Da sind sie, die Paprikas. Da, das ist auch nochmal Paprika. Und hier haben wir, warte, wo sind die hier? Das sind unsere, ja, Peperonis oder Chilis sollen das werden. Die ganzen Gürkchen. Ich zeige euch mal die großen. Hier, da sind schon 2 große Gürkchen. Und da wachsen jetzt ganz viele neue kleine. Das ist so schön und wir haben schon 2 gegessen, die sind so lecker. Das ist so schön. Da muss auf jeden Fall, da kommt noch die Überdachung hin. Das sind ja alles eben Tomaten hier. Tomaten, 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 Tomaten. Ich muss auch gucken, ich werde wahrscheinlich auch welche einlegen müssen. Das werden nämlich sehr, sehr viele Tomaten. Ja, und hier sind eben die Gürkchen. Ah, hier, da waren ganz viele Gürkchen. Und hier haben wir, Moment, ich zeige euch mal immer vom Weiten. Hier sind alles Stangenbohnen. Hier. Und die wachsen so schnell. Das ist so unglaublich, wie schnell das alles wächst. Und ich freue mich schon, weil, oh, eine Spinne. Weil ich mache ganz viel immer aus diesen Stangenbohnen. Ich liebe immer dieses Essen mit den Stangenbohnen. Und da freue ich mich echt, wenn ich dann einfach hier rausgehen kann und pflücken und frisch kochen. Das ist echt was ganz, ganz Tolles. Ja, also da wachsen auf jeden Fall ganz viele. Hier auf der Seite auch. Da sind die kleinen, so süß, mini, mini. Ja, und hier haben wir die ganzen Brombeeren. Die muss ich auch jetzt, ich hole mir gleich eine Schale. Und ich habe schon nämlich probiert, die schon schön dunkel sind. Die kann man auf jeden Fall schon essen. Deswegen pflücke ich da später ein paar. Und hier auch so viel, oh ja, so viele schon. Ey, es ist so krass, wie man das so von Tag zu Tag beobachten kann, wie das alles einfach wächst. Ja. Und jetzt zeige ich euch noch die andere Seite. Ah, das ist doch der Himbeer, ne? Ja. Ah, okay, doch, bei den Himbeeren tut sich auch was. Aber nichts bei den Johannisbeeren. Vielleicht nächstes Jahr dann. Weil die 3, die hatten wir neu gekauft. Und die waren hier schon, als wir eingezogen sind. Nur waren halt so die auf dem Boden. Wir haben das gar nicht so gesehen. Und weil das ja alles so auf dem Boden war, waren auch nicht viele Beeren. Und letztes Jahr hat mein Mann das eben angebunden. Und deswegen haben wir dieses Jahr richtig viele Brombeeren, weil so viele hatten wir noch gar nicht. So, und das ist die andere Hausseite. Da wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr, also wirklich auch nochmal die ganze Fläche nutzen. Wir haben jetzt hier einfach nur auch nochmal Stangenbohnen gemacht. Und was haben wir noch? Ich hatte hier einfach so Erdbeeren reingetan, aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. Und hier, diese Pflanzen sind nämlich drüben rausgekommen. Wir dachten erstmal, das ist Unkraut, aber dann meinten wir so, ja, die Blätter sehen gar nicht nach Unkraut aus. Und dann hat er es einfach rausgemacht von drüben und hier reingetan. Und was ist? Es wächst. Ich glaube, das ist Kürbis. Das sieht aus wie Hokkaido-Kürbis, würde ich sagen. Ich dachte erstmal, es ist Zucchini, weil diese Blätter erinnern mich immer an Zucchini. Aber das ist ja alles die gleiche ja, Art deswegen. Aber ja, freue ich mich, ist cool. Also schön, dass wir das nicht weggemacht haben, sondern dass es einfach umgepflanzt hat. Ja, und hier, unsere Böhnchen wachsen auch hier. Hier ist so ein bisschen unser Kräuterbeet ein bisschen gewuchert. Aber ja, wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr eben die ganze Fläche hier auch nochmal richtig schön nutzen für noch mehr Gemüse. Ich muss schon sagen, wir sind ganz schön stolz auf unseren Garten. Das ist ja so unser erster Versuch. Wir haben da nicht so viel Ahnung gehabt. Wir haben mal ganz viel Hilfe von unserem Ex-Nachbarn bekommen, der uns nochmal ganz viel Tipps und Tricks und mit dem Düngen und so weiter alles gegeben hat. Von daher sind wir sehr stolz, dass es doch so super geklappt hat. Wir dachten so, ach komm, lass mal dieses Jahr einfach so ein bisschen testen und so. Aber nee, es hat richtig super geklappt und dann sind wir richtig happy.
Und hoffentlich dann nächstes Jahr sind wir noch besser und können noch mehr Sachen einpflanzen. Wir waren ja auch so ein bisschen spät dran, ne, was eigentlich dann doch unser Glück war, weil es ja dann doch noch mal richtig kalt wurde. Und ja, wir sind jetzt so... Nee, wie heißt es? Gärtner? Ist man dann Gärtner, wenn man Gemüse pflanzt? Auf jeden Fall, ja. Sind wir da super, super happy und es ist so voll das toll. Also ich liebe ja sowas total. Also ich habe zwar gar keinen grünen Daumen, mein Mann macht das wirklich alles hier alleine. Ich habe da echt keine Ahnung. Ich hab auch zu Beginn gesagt, du machst das alles, ich bin nur diejenige, die dann pflückt und das Ganze dann für euch zubereitet zum Essen. Und es ist voll das schöne Gefühl, wenn man dann so das eben abrupft und dann so isst und man hat das selber eingepflanzt, selber die Pflanzen auch hochgezüchtet. Ne? Wir haben ja auch keine fertigen, also Pflanzen, sondern wirklich aus Samen, alles selber hochgezüchtet und so. Das ist echt... ja, ist was ganz Tolles, finde ich. Also kann ich jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, irgendwie was einzupflanzen. Macht das auf jeden Fall. Ist echt eine tolle Sache. Nächstes Jahr dann noch mehr Sachen einpflanzen. Auf jeden Fall machen wir dann noch viel mehr. Und sogar, was ist auch noch in Planung? Gewächshaus, ne? Wann meinst du, machst du das im Herbst? Also ein Gewächshaus wollen wir auch noch bauen. Hier hat ja ganz viele so alte Türen und Fenster und so. Hat er mitgebracht und daraus ja, wird dann so ein Gewächshaus. Aber da werde ich euch auch noch mitnehmen. Zweite Baumhaus steht ja auch noch in Planung. Also es ist immer sehr, sehr viel zu tun. Aber naja, heute ist erstmal der Rasen dran, ne? Weiter Gartenarbeit und ja, ein bisschen Hausarbeit. So viel dazu. Ja, das ist mehr Männerarbeit. Männer haben da mehr Kraft zum Schrubben. Aber wenn wir den trocknen, Hikmet, dann lass den auf der anderen Seite trocknen. Also nicht diese Vorderseite. Ja. Sonst wird er wieder so. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt das richtig machen, weil das ist ein Seidenteppich. Aber wir werden sehen. Unsere ersten eigenen Brombeeren. So viele Reife habe ich jetzt gepflückt. Voll schön. Die können wir gleich vernaschen. Kinder, guck mal, unsere ersten Brombeeren. Können wir später vernaschen. Tu die schon mal in die Küche. Die muss ich aber noch waschen, ja? Und dann könnt ihr die essen. So, das Dings wurde auch jetzt angeliefert. Die Erde kommt gerade. Da kommt jetzt gleich hier die Erde rauf. Damit wir hier endlich schön Rasen haben. Ich habe nämlich auch schon zu meinem Mann gesagt, oh, jetzt ist der Rasensprenger da an. Wie schön jetzt, wenn die Kinder sich wenigstens hier abkühlen könnten. Wir haben unseren Pool nicht aufgebaut. Ich muss mal gucken. Jetzt hat er da alles zugestellt. Normalerweise da steht immer unser Pool, aber wir könnten trotzdem noch da in die Ecke den aufstellen. Jetzt schaue ich mal. Oh Gott, nicht gucken. Voll wie bei Hempels unterm Sofa hier. Also ich gucke mal gleich, ob meine Wäsche fertig ist. Oh ja, fertig. Hier, ich muss das nämlich raus aufhängen. Draußen scheint nämlich die Sonne. So, ich habe endlich, Gott sei Dank, eine 13 Kilo Waschmaschine. Und da habe ich jetzt von der Matratze, Gott, wie heißt das, gewaschen. Gott, das kriege ich jetzt nicht raus. Jetzt brauche ich beide Hände. Naja, auf jeden Fall wasche ich gerade unsere Bettdecken und so. Und dafür ist 13 Kilo mega. Hänge ich jetzt nämlich draußen auf. Na, das wird ein Spaß jetzt für dich, das Ganze jetzt da zu verteilen. So, na dann müssen jetzt die Kinder mit ran, mit Schaufeln. Hast du genug Schaufeln? Ja, das wird ja jetzt ein Spaß. Oh, jetzt müssen alle Kinder mit anpacken. Vorsichtig, Ahmed, vorsichtig. Sieht ja gruselig aus. Macht Spaß? Oh, aber die Socken hättet ihr mal ausziehen können, ne? Kriege ich nie wieder sauber. Ja, lieber ausziehen und wieder waschen. Der Boden ist heiß, deshalb. Ist heiß? Ja. Dieser Boden hier? Ja, der Sand. Echt? Anne, guck mal, manchmal muss ich runter schon mit den Sandbeinen. Guck da oben, da ist warm. Oh. Okay, zeig mal her, lass mich mal anschauen. Oh ja, der ist wirklich warm. Boah, das ist jetzt aber echt ganz schön viel Arbeit, ne? Aber der ging ja nicht anders, ne? Ja, jetzt können jetzt hier die Autos nicht mehr durch. Die armen Kinder. Zieh die Socken aus, aber lass die Latschen dann an, wenn du magst. Dann wird es nicht heiß auf den Füßen. Die Latschen können wir ja waschen. Toll macht ihr das. Super. Wer nicht mehr kann, macht eine Pause und wechselt ab, ja? So, ich helfe mal jetzt mit. Ich lege das mal weg. Esma, kannst du auch mithelfen? Aber die Socken einmal ausziehen, bitte. Jetzt habt ihr euch eine Erfrischung verdient. Schöne kalte Melone.
nach der harten Arbeit. Wie sieht's aus? Wie ist der Haufen noch? Hälfte geschafft ungefähr? Nee, nicht mal die Hälfte? Oh je. Dann heißt es weiter ackern. Aber zieht bitte eure Sonnenhüte und Käppis an. Okay. Hast du schon die Brombeeren probiert? Probier mal, sag mal, ob die schon schön süß sind. Und? Lecker? Sind gewaschen, ja? Habe ich gewaschen alles. Ja. Also keine Sorge. Sind voll lecker. Fleißige Bienchen? Ich glaube, da muss ich zur Belohnung gleich ein bisschen Eis kaufen gehen. Ja, aber dann haben wir ja bald hoffentlich einen schönen weichen Rasen. Dann kann man auch schön barfuß auf ihn rumlaufen, ne? So ist das, wenn man so eine Teenie-Tochter hat, die hat Lust auf Kekse bekommen. Also was ist? Sie backt sich selber welche. So, mal gucken, ob die diesmal was werden. Die macht dir irgendwelche Rezepte aus dem Kopf. Letzte Mal, die waren geschmacklich gut. Du hast aber zu viel Kakaopulver reingemacht, ne? Ja, geschmacklich waren die gut, aber die waren eher wie so, ich habe gesagt, die haben wie so ein Brownie geschmeckt, ne? Also die waren halt nicht so, ein bisschen zu weich. Naja, mal gucken, wie die dann werden. Da bin ich ja mal gespannt. Was mit den anderen? Ihr habt da noch nicht aufgegessen? Hier sind die Cookies vom letzten Mal. Die sehen so verbrannt aus, aber nein, die sind nicht verbrannt. Die hat zu viel Kakaopulver reingemacht. Aber ich fand die geschmacklich eigentlich ganz lecker. Naja, gut, schauen wir mal, wie die nächsten sind. Aber die müssen wir auch noch aufessen. So, und ich, ja, nur was ich nicht mag, die hinterlässt immer so ein Chaos. Ja, ich zeig jetzt. Was ist das? Ich räume es doch danach auf. Ja, bis du aufgeräumt hast, habe ich schon aufgeräumt. Na gut, auf jeden Fall, ich mache jetzt mich auch ans Essen. Ich habe keine Lust, heute großartig viel zu kochen. Ich mache einfach Nudeln mit Bolognese. Ich habe Hackfleisch aufgetaut und deswegen gibt es einmal Nudeln mit Bolognese-Soße. Reicht heute. Gestern hatten wir Gemüse, deswegen heute mal was Schlichtes. Und da lege ich jetzt los. Das Kind experimentiert. Also wenn das Rezept jetzt gut ist, dann machen wir nächstes Mal aber doppelte Portionen. Ne? Für wen sollten das reichen, diese Cookies bei 10 Kindern? Sag mal, 10 Kindern vor allem. Weißt du selber nicht mehr, wie viele Kinder ich habe? Bei 8 Kindern. Kriege jeder mal einen Keks ab oder was? 2. Ja auch nicht für euch Kinder. Oh, wie gemein. Egoistin. Denkt nur an sich selber. Ja, auf jeden Fall, da sind schon Schokodrops mit drin. Aber das war so lecker letzte Mal, ne? Weil es war dann drin, diese flüssigen. Ja. Aber mach nicht bei allen. Jetzt testet sie nochmal weiße Schokodrops oben drauf. Mach nicht bei allen, falls das nicht lecker ist. Also immer durchtesten und dann, wenn es schmeckt, dann posten wir das Rezept, oder? Ja. Wir sind nicht so gemein wie deine Freundin. Guckt sie meine Videos? Okay. So, na dann mal schauen. Jetzt gehen sie erstmal in den Ofen und dann gucken wir, wie sie fertig aussehen. Und ich mache mich an der Bolognese. Cookies sind im Ofen. Und während ich koche, ist mir eingefallen, ich habe euch ja gesagt, ich wollte euch zeigen. Ihr habt ja im letzten Video, war es das letzte? Ich glaube, gesehen, wie ich hier so ein bisschen in der Küche ja verändert habe, ne? Mit den Regalen hier. Und genau, die Jalousie, hier ist ja eine Jalousie, neu und so. Und was am meisten lange gedauert hat, war dieses Ordnungssystem, was ich hier gemacht habe. Jetzt habe ich leider kein Vorher, aber vorher war Katastrophe. So hatte ich verschiedene an Dosen und Aufbewahrungssachen, wo eben diese ganzen Dinge, die man so für alltäglich braucht, drinne war. Alles so durcheinander, weil es eben verschiedene Formen und Größen hatte. Und die waren auch alle so, dass ich nicht reingucken konnte. Ich nicht wusste, wo was drinne ist. Und genauso auch meine Gewürze sahen ganz, ganz schlimm aus. Also einfach immer in verschiedenen Dosen und Behältern und es sah einfach nicht schön aus. Und ja, jetzt habe ich das eben so gemacht und es ist so schön. Es gefällt mir total und so habe ich das sogar auf beiden Seiten. Hier nochmal mit anderen, so breiteren Dosen. Da ist gerade die eine, steht da gerade mit den Nudeln. Und hier aber trotzdem noch Platz für mein Öl und so. Und hier genauso. Das sind auch noch mal ein bisschen längere Dosen. Und hier habe ich aber trotzdem noch meine Zwiebeln und ein paar Kartoffelchen. Den Rest lagere ich immer im Keller. Da bleibt das länger frisch. Aber so ein paar habe ich halt immer hier oben. Und ja, ich finde, das sieht so schön aus. So ordentlich jetzt. So vor allem meine Gewürze sehe ich so gut. Dann habe ich hier immer mein Löffelchen, womit ich das dann nehme. Medienbauch so nett und hat alles für mich beschriftet.
Und ja, jetzt ist alles schön übersichtlich und ordentlich. Das gefällt mir total. Das habe ich echt gebraucht hier in der Küche. Und ja, jetzt mache ich hier mal die Bolognese. Also den Knoblauch schneiden. Und dann mache ich noch einen Salat dazu. Das ist das heutige Menü. Einmal Nudeln mit Sauce Bolognese oder Soße Bolognese und noch ein Salat dazu. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir haben gegessen. Die Kinder dürfen jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ich habe mich hier verdrückt, wollte mich noch langsam verabschieden. Ich muss hier nämlich noch die Matratze beziehen. Guck, Mike Musser verdrückt sich auch gerne in mein Zimmer. Er ist der Einzige, der so ein bisschen, ja, Ruhe sucht. Die Sechslinge sind zwar so, ja, die streiten sich auch miteinander nonstop, aber die können nicht ohneinander. Die müssen trotzdem immer zusammen hocken, aber er ist nicht so, meint Musa. Der sucht seine Ruhe. Ja, was gucken die Witziges? Ja, genau, ich habe den Schonbezug von der Matratze heute gewaschen, weil es war so schön warm und sonnig. Das ist dann super schnell draußen getrocknet. Das beziehe ich noch. Ich muss noch die Küche ein bisschen aufräumen. Ja, noch die letzte Wäsche, mich drum kümmern, in den Trockner schmeißen und so weiter. Ja, eigentlich hatte euch beim letzten Vlog, hatte ich euch versprochen, dass ja die Haustour bald folgt. Ja, leider ist so, Miriam lässt mich die ganze Zeit nicht. Weil sie will ja noch ihren Kleiderschrank und sie will das und das. Und dann hatten wir besprochen, also Miriam hatte schon mal, das vor ein paar Monaten oder so mal gefragt, ob sie mit den Jungs das Zimmer tauschen kann. Also die zwei großen Kinderzimmer, wo einmal die 4 Mädchen von den Sechslingen und die 3 Jungs, die 2 von den Sechslingen und Mike Musa in ein Zimmer. Also die haben oben die 2 Kinderzimmer, das Mädchenzimmer und das Jungszimmer, und die haben halt den Flur, der ist relativ groß. Das ist ein bisschen wie so ein Wohnzimmer, haben wir für die gemacht. Das zeige ich euch dann noch. Da ist halt eine Couch, ein Bücherregal und so. Da können die halt auch sitzen. Und ja, und mittlerweile dann habe ich auch so überlegt, weil Miriam das einmal so vorgeschlagen hat, weil Miriam hat ihr Zimmer unten. Also wir haben halt hier unten Schlafzimmer, Wohnzimmer und Miriam ihr Zimmer. Und ja, Küche. Und dann war jetzt halt die Überlegung, ob es nicht doch ganz gut wäre, wenn die einmal die Zimmer tauschen, weil es doch ein bisschen viel da im Flur, dieses Rumgerenne, und dann, ja, jetzt kommen die ja alle auch ein bisschen so in ihre vorpubertäre Phase und die Mädchen meckern dann, wenn die Jungs dann einfach so in ihr Zimmer stürmen und so weiter. Deswegen hatte ich überlegt, ob wir nicht doch dann eben wechseln, weil die sind von der Größe her, sind die Zimmer eigentlich fast identisch, ne, außer dass oben die Dachschrägen sind. Ja, das war dann doch eben tauschen, und Miriam dann oben das Zimmer hat, dann haben die Mädchen halt oben auch ihr eigenes Bad in Ruhe, und dann, wie gesagt, nerven die sich vielleicht nicht ganz, so habe ich gedacht. Dann ist es so dieser ganze obere Bereich, so der Girls-Bereich, und dann haben die so ein bisschen, ja, wie gesagt, Ruhe von den nervigen Jungs, ne? Die Nervensägen. Ja, und ich denke, diese Aktion würden wir dann starten, wenn jetzt die Schule beginnt. Also wenn ihr das Video seht, dann hat schon hier in Berlin die Schule begonnen. Heute ist ja Mittwoch, aber ihr kriegt ja das Video erst nächsten Mittwoch. Kannst mir gerne eine Rückenmassage machen. Ja, mit deiner Nase. Ja, Rückenmassage mit der Nase. Na, das ist doch mal was. Genau, weil Miriam wollte ja eh nochmal einen neuen Kleiderschrank. Sie hat ja so ein bisschen, der ist ein bisschen sehr mickrig, der ist hier zu klein. Ist trotzdem ein bisschen ja aufwendig, ne? Wir müssen die zwei Betten der Jungs, Kleiderschrank, der Schreibtisch ist sehr groß, das alles dann runter, und dementsprechend Miriams Bett müsste auch auseinandergebaut werden. Ihr Schreibtisch, Kommode, dann würden wir Schrank direkt kaufen und dann erst oben aufbauen, aber es ist schon ein bisschen Arbeit. Naja, aber wenn wir das machen, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Dann ist es so ein Zimmer auf dem Zug. Ist ja auch mal interessant. Aber ja, ich will dann auf jeden Fall auch streichen, weil es zwar 2 Jahre, aber es trotzdem in den 2 Jahren sind schon ein bisschen Flecken. Dann würde ich auch gleich streichen. Vor allem mit den Bildern bei den Jungs ist ja ein bisschen unten grün mit dabei. Und das will sie dann auch nicht. Deswegen, ja, wird es ein bisschen aufwendig. Naja, das war es auf jeden Fall von heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst. Den
Kanal abonniert und natürlich die Benachrichtigungsglocke aktiviert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.